Hi zusammen! Im letzten Video habe ich euch mein neues Motorrad präsentiert, und zwar ist das die Kawasaki Ninja ZX10R von Baujahr 2016, und wir haben jetzt schon ein paar Sachen umgebaut. Das werden wir auch noch in weiteren Videos zeigen, aber in dem Video geht es jetzt erstmal darum, dass wir das Motorrad in einem neuen Design bringen bzw. es lackieren und folieren lassen. Und die Lackierung, die hat mein Kollege gemacht, bzw. Kollegen. Das ist zum einen der Timo und der Markus von Lack OS Sutthausen, hier in Osnabrück Sutthausen. Und ja, mit ihm werden wir noch so ein paar Sachen abklären, ein paar Fragen stellen. Den Prozess haben sie gefilmt, ja, und da kann man mal sehen, wie das Ganze so vonstatten geht. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein zu ihnen und sprechen mal mit Markus und Timo. Wir sind jetzt hier im Lack Center OS Sutthausen und ich bin jetzt hier drin mit dem Markus und mit dem Timo vor der Lackierkabine. Und ja, die beiden Kollegen haben meine Verkleidung lackiert. Und ja, kannst du uns mal sagen, was ihr denn generell so macht und was ihr auch an meinem Motorrad so gemacht habt an der Verkleidung? Ja, erstmal, ich bin der Markus Witte. Das ist mein Partner Timo Schröder. Hallo. Und wir haben hier in Osnabrück eine Lackiererei und bieten auch Fahrzeugrestaurationen an, Fahrzeugreparatur, Lackierung und auch Aufbereitung. Und wir haben uns gedacht, der arme kleine Martin kann ja relativ gut Motorrad fahren, aber das Finanzielle fehlt ihm nur so ein bisschen. Und dann haben wir uns gedacht, wir spendieren ihm halt mal eine Lackierung auf seinem neuen Motorrad, damit das auch ordentlich aussieht, wenn er dann wirklich mal irgendwo im Kiesbett liegt, dass man ihn auch ordentlich findet. Ja, und dann würde ich sagen, dann guckt euch gleich mal hier unsere schöne kleine Halle an, unsere kleine Firma, und dann habt mal Spaß an dem Video, würde ich sagen. Nachdem ihr gesehen habt, was die beiden mit meiner Verkleidung gemacht haben, möchte ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Und zwar der Markus, der fährt auch selber Motorrad, auch schon ein bisschen länger, und der kennt sich auch aus. Und zwar fährt er jetzt auch dieses Jahr, glaube ich, in der Pro Superstock im Rahmen der EM. Heißt, er kennt sich auch ein bisschen aus, weiß, worauf zu achten ist bei Motorrädern. Und das heißt, wenn ihr da Probleme habt oder generell wegen der Lackierung ankommen wollt, habt ihr auch einen Mann vom Fach, was Motorradfahren angeht. Ja, und ich würde sagen, die Lackierung von dem Motorrad, die sehen wir dann gleich beim Carsten. Er foliert noch das Motorrad, und dann sehen wir das Endergebnis von eurer ganzen Arbeit. Und dann würde ich sagen, ja, wir wünschen dir noch viel Erfolg, und lass es möglichst heile. Viel Erfolg, Dankeschön. Lass es heile. Und viel Spaß dabei. Ja, und euch viel Spaß beim Gucken. Genau, bis gleich dann. Ciao. Wir sind jetzt hier bei BT Beschriftungstechnik. Ich habe das Motorrad schon gesehen, und wir werden jetzt auch mal reingehen und schauen, wie das Motorrad aussieht. Mir gefällt es auf jeden Fall super gut, aber ich würde sagen, wir machen das in einem Bike-Porn, dass ihr das Motorrad sehen könnt. Ja, und dann viel Spaß bei diesem Bike-Porn.
Ihr habt jetzt den Bikeporn gesehen von meinem neuen Motorrad. Mir gefällt es auf jeden Fall super gut. Es ist sogar noch besser geworden, als ich es gedacht habe. Ich habe dem Carsten, den ihr jetzt gleich sehen werdet, habe ich ein paar Vorgaben gegeben. Daraufhin hat er mir ein Design geschickt und hat auch noch so ein paar kleine Gimmicks eingebaut. Ich würde sagen, Carsten, kannst du dich auch mal vorstellen und was ihr hier so macht? Gerne. Ja, ich bin der Carsten Möller, Geschäftsführer von der BT Beschriftungstechnik GmbH. Uns gibt es seit 1990, fälschlicherweise aus dem letzten Jahr des großen Jubiläums, was man noch feiern konnte, das Banner aufgehangen, weil es da war. Und ja, ich bin Werbetechniker. Wir haben uns Design und Gravur auf die Fahne geschrieben. Das bedeutet so viel, als dass wir eigentlich alles beschriften, was man so sich vorstellen kann, was beschriftet werden kann. Ja. Ob das das Glas ist, ob das der Küchenspiegel von hinten ist, ob das die gravierte Skala ist zum Beispiel. Gravur ist auch ein großes Steckenpferd von uns für die Industrie, für den Handel. Wir machen Fahrzeugbeschriftungen, wie man jetzt auch hier sieht. Ja. Natürlich auch für zugelassene Fahrzeuge. Und ja, das ist so Schilder, Leuchtreklame, was kann man sich noch vorstellen? Lasern ist ein großes Steckenpferd. Das sind so Dinge, die wir hier anstellen in unserer Firma. Alles klar. Und ja, ich würde sagen, zu meinem Motorrad, wie war so der Prozess? Ihr habt ja ein bisschen was gefilmt, was ich auch bestimmt ein bisschen einfügen kann ins Video. Und kannst du ein bisschen was darüber erzählen? So, was habt ihr gemacht? Wo waren Schwierigkeiten? Irgendwas Besonderes? Also, wie schon gesagt, ich habe dir ein paar Vorgaben gegeben, wie ich es mir gerne hätte. Die Farbe ist auf jeden Fall auch vom Markus echt gut umgesetzt worden. Gefällt mir super gut. Ja, wie man sieht, das große Renngriff-Logo. Aber ich würde sagen, erzähl du mal ein bisschen was darüber, was ihr da so gemacht habt oder Schwierigkeiten etc. Ja, grundsätzlich war ja die Vorgabe, wir kriegen ein Motorrad in hellblau. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es eine Kawasaki wird. Ich dachte, oh, das ist sehr ungewöhnlich, üblicherweise in schwarz oder in grün oder neonfarbig. Und ja, du hattest ja freundlicherweise schon mal gesagt, in welchen Prioritäten die Sponsoren aufgelistet werden sollen und was du so für Vorstellungen haben könntest. Was das Design angeht, welche Farben verwendet werden sollen, und ich denke, wir haben das schon ganz stimmig hingekriegt. Das ist jetzt hier halt schwarz, weiß, rot, neonrot geworden und sticht verdammt gut raus. Startnummer ist klar, auch die Vorgaben sind ja bekannt. So, ich bin ja auch im Motorsport hier und da unterwegs, dass es ein weißer Untergrund sein muss für die IRC, schwarze Ziffern. Das haben wir umgesetzt. Klar, ein bisschen MotoGP-mäßig, ne? Neuer Style, schön über Tank, Rahmen und Seitenverkleidung, auch wenn da mal so ein Buchstabe hier oder da ein bisschen versetzt wird dadurch, weil man hier echt viele Winkel drin hat, wenn man das so sieht, dass das hier einmal so hoch geht, dann wieder da rein, dann wieder da lang, und dementsprechend, ja, ich denke, wir haben es ganz gut gelöst, da auch so ein paar Zacken reinzubringen, und ja, zeitlich war es ein bisschen knapp. Ja, da hätten wir doch ganz gerne ein bisschen mehr Vorlauf gehabt. Das habt ihr jetzt echt schnell gemacht. Da muss ich zugeben, das war jetzt keine allzu lange Nacht, aber dafür finde ich, ich habe da ja auch ein bisschen ein Faible für. Ne? Das ist halt auch so mein Ding. Und wenn wir mal einmal so rumgehen wollen, und sich da so ein bisschen an das Heck hier so wagt und von unten hier so sieht, dass man da hier so einen Digital-Look hat, hier so ein bisschen Asphalt hier reinarbeitet, und Vorgabe war halt, das hat man dann so abends noch mal eben mit der Freundin zusammengesponnen, dass man hier so Curbs hier macht und die Startziellinie hier, und ja, dann ist das hier, und wenn man hier so sieht, wer hier so startet, ne, dann sind das halt noch so ein paar kleine Gimmicks, die wir da so eingebaut haben. Ne? Schön böse Augen nach hinten, neonrot wieder leuchtend. Ich habe mir erlaubt, da auch mal irgendwie ein bisschen Kawasaki-Style reinzupacken, weil das kleine Nupsi-Ding da war wie prädestiniert dafür. Ja, ansonsten haben wir alles untergebracht, was so ging, in verschiedenen Techniken. Wir haben Digitaldruck, das sind hier die Flächen zum Beispiel, die hier unten drunter sind oder oben drauf. Das sind Sachen, die kann man tatsächlich schlecht plotten, weil die Schrift halt sehr klein ist. Ich fand es auch richtig gut, muss ich sagen, dass du mir da keine allzu großen Vorgaben gegeben hast. Ja. Ich habe ja praktisch nur eine Seitenansicht grob gemacht mit den Hauptsponsoren,
Und ja, dann war ja schon gleich stimmig. Ja, genau, die Art hat mir super gut gefallen und das war ja wirklich so, dass ich die einfach nur so mal ein paar Beispielmotorräder aus dem Internet rausgesucht habe und von wegen, ja, das gefällt mir das Motorrad, das gefällt mir das Motorrad, kannst du mir mal sowas in der Art mit meinen Sponsoren machen? Und ja, das hast du echt gut umgesetzt. Ja, danke. Ja, auch mit den Sponsoren, mit den Größen sind es echt gut geworden, also die groß sein sollen, die kleiner sein sollen. Und wie du sagst, diese kleinen Details, also damit habe ich jetzt gar nicht so erwartet. Ja, das freut mich dann auch immer, genau. Wenn dann so, wenn man sagt, oh, und der Kunde oder der Fahrer freut sich, dass das so auch mit eingenommen wird. Ne? Ja. Das ist auch so dein Ding hier, so YouTube, dann haust du da mal so ein Logo da noch mit rein oder Insta. Ne? Genau. Kleine Herzlinie, einmal durchbrochen, hier das Motanio. Ja, das schon. Das sind echt Sachen, Kleinigkeiten, die echt cool geworden sind. Das freut mich. Also mir gefällt es echt gut. Ja. Ich hoffe, euch gefällt das Design genauso gut wie mir. Was natürlich super ist, die zwei Kollegen, der Markus und der Carsten, die beiden wohnen hier fast nebeneinander. Das heißt, wir sind nur 5 Kilometer weit gefahren. Das heißt, wenn ihr eure Karre lackieren lassen wollt, dann könnt ihr gut zum Markus fahren und seid dann hier bei BT Beschriftungstechnik beim Carsten auch super aufgehoben. Wenn ihr eure Karre dann folieren lassen wollt, heißt, das Ganze könnt ihr sozusagen als Komplettpaket machen. Beide kennen sich gut mit Motorrädern aus und ich würde sagen, im nächsten Video kümmern wir uns dann ums Fahrwerk und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Toi, toi, toi. Alles Gute fürs nächste Rennen. Danke.